Ich habe gestern gesagt, dass ich heute anfangen werde, meine App zu programmieren, WiseType, und die am besten Fall heute auch schon zu zeigen. Und also ich habe es fast geschafft, wieder genug andere Dinge zu tun und das nicht zu machen, was ja genau mein Ziel war, das eben durch diese Videoreihe hier zu machen, dass ich dort wirklich dran bin. Und ich habe es geschafft. Ich habe die erste Version, die steht. Die ist weniger weit, als ich das gewünscht hätte, weil ich es schon noch etwas unterschätzt habe und noch Schwierigkeiten hatte und dann mich auch in anderen Dingen drin verloren hatte, wie zum Beispiel neue Thumbnails Design zu machen und dann noch 4 Stunden dort drin zu verlieren, für zu schauen, automatische englische Audio für meine Videos erstellen zu lassen und dann festzustellen, ah nee, das ist noch so, nicht so gut und das alles wiederum wegzuwerfen. Und 3D-Druck noch einiges und hier und da und jenes noch. Aber ich habe die erste Variante und die sieht so aus. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ich das jetzt mal hier so zeige. Das ist die App da hier, wo also ja diese Menü-Punkte hier, die sind noch komplett am Arsch, die sind wirklich noch gar nichts wert, sondern sind hier in den Einstellungen. Das muss ich auch noch überarbeiten. Das war eigentlich nicht mein Ziel, dass es dann hier drin eine Liste gibt mit all diesen Dingen. Und ja, diverse Dinge gehen nicht, aber man sieht zum Beispiel hier, man kann das Primary Model und das Fallback Provider auswählen und Live Preview und Language und Processing und so. Es hat schon mal die Grundfunktionen drin, auch die lokalen Modelle, die man auswählen kann, API-Keys, und es gibt aber dann auch einen simplen Mode, also das Ganze muss noch feingeschliffen werden, noch optimiert, damit es auch wirklich kundenfreundlich wird. Aber was jetzt hier funktioniert, ist, wenn ich jetzt einen Shortcut hier presse, dann kommt hier unten schon mal diese Meldung, dieses Pop-up. Das ist jetzt auch noch nicht final, das wird dann auch ja, angepasst werden können zu unterschiedlichen, wie es einem gefällt, weil ja, jetzt so ist jetzt schon nicht so das Schöne. Aber wie man jetzt hier drüben sieht, wenn ich loslasse, also dann geht es jetzt hier auf Transcribing und dann schauen wir hier drüber und zack, ist dieser Text hier drin. Ist jetzt auch noch nicht perfekt erkannt und so weiter. Also ja, es braucht noch eine Feinschrift, aber die Grundfunktion ist da. Und das spezielle Feature, dafür muss ich jetzt kurz es ablegen, nicht zoomen, so und so, hier hoch, damit du siehst, ich klicke jetzt hier hinein. Warum bist du schon wieder hier unten? Da ist der Mauszeiger, der sich bewegt. Ich fange jetzt hier in diesem Moment an zu recorden. Wenn ich hier etwas weiter rüber gehe, dann siehst du, dass es dort recordet. Ich bin hier noch in diesem Feld, dass du da in diesem weißen Raum gehst. Und jetzt gehe ich rüber in die andere App. Jetzt siehst du es hier, der weiße Raum. Und hier ist das Maus. Und du siehst jetzt, hier ist kein Textfeld, irgendetwas. Und genau da kommt ein Feature hinein, was keine andere App hat. Und zwar die Erkennung, wo du etwas triggerst, wo du angefangen hast, weil, wenn ich jetzt hier loslasse, kommt jetzt hier Transcribing und jetzt ziehe ich hier drüben, machst du gleich zack und es ist hier eingefügt worden, obwohl ich in dieser App hier drin war. Und genau das ist eins der großen Features, die mich so stark genervt hat an all den anderen Alternativen, dass es halt einfach nie wirklich diese Erkennung drin gehabt hat. Das so war, ja, dann musste man dann hoffen, dass es am richtigen Ort eingefügt wird am Schluss. Und wie oft, dass ich den Moment hatte, dass das nicht funktioniert hat, ich die App öffnen musste, dort einen Text kopieren zu gehen und dann wieder rüber zu gehen und das einfügen zu können. Das hat meinen Workflow so stark unterbrochen und mich so stark genervt. Und deshalb ist es für mich auch so ein essentielles Feature, dass man dort reinklickt, wo man den Text will, und dann fügt sie ihn automatisch dort hinein. Aber was natürlich auch geht, weil zum Teil fängt man ja auch irgendwo an, dass es dann, und von am Schluss will man so, ah nee, dieser Text soll jetzt doch ein bisschen an einem anderen Ort hin. Hey, gar kein Problem, weil es hat die Prüfung so drin, dass es zuerst schaut, wo du es machst, und wenn du am Schluss nicht in einem neuen Textfeld drin bist, fügt es dort ein, wo du es am Anfang gewesen bist. Oder wenn du dann am Schluss an einem anderen Ort wiederum in einem Textfeld drin bist, dann fügt es auch wiederum dort hinein. Und das ist dieser große Vorteil von dieser Erkennung. Plus, was ich jetzt auch selbst noch gar nicht geschaut habe, ist, wie die Leistung ist. Jetzt muss ich mal kurz schauen, welches das neue und welches das alte ist. Ich kill einfach mal die alte Version von mir, weil ich jetzt 2 Varianten am Laufen habe, damit ich meine noch nutzen konnte.
und da geht Internet das noch nicht auf. Moment, lass mich das mal gerade kurz fixen, damit wir das auch wirklich schön testen können, dass hier alles geschlossen ist, nichts mehr unnötig läuft. So, jetzt kann ich die App neu starten. Perfekt. Ja, und das kann ich jetzt hier auch schon zeigen, dass wir im Task Manager WiseType nutzt aktuell 0% CPU und 9,1 Megabyte RAM. Wenn es läuft, wenn es minimiert wird, wird das Ganze nochmals weniger, weil dann das hier ist nur ein Interface, was extra gerendert wird, und wenn es geschlossen wird in den Tray-Icon, dann verschwindet es auch wiederum, also macht es nochmals mehr Ressourcen frei. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen und nochmals ein Recording starten, da ist der Shortkey, dann können wir hier sehen, dass während dem Recorden verändert sich dabei ja, ein bisschen, also wirklich ein bisschen etwas. Wir sind so von 9 Megabyte auf 10 Megabyte hoch und so die CPU wird ein bisschen benutzt und dann lassen wir es jetzt Processing nochmals etwas hoch, aber ja, das war's und jetzt sind wir wieder vorhin. Also, ich glaube, das spricht für sich. Weil zeig mir mal eine andere Diktier-App, die so wenig Ressourcen zieht, wie meine App da hier. Das gibt's nicht. Weil, oder vielleicht gibt's es schon, aber auf jeden Fall auf die bin ich noch nicht gestoßen, weil OpenWhisper, Whisperflow oder Voicely oder was du auch immer nehmen willst, ist gleich aufgebaut, wie es mit Discord und so weiter ist, dass das schlussendlich eine Webanwendung ist. Und das kennst du ja sicherlich auch, dass dieses Meme, sage ich jetzt mal, also gerade für mich als ursprünglich mal von der Informatik, wo ich hergekommen bin, hat das Chrome einfach einen RAM-Fresser, also einen Arbeitsspeicherfresser ist. Wo ich kann jetzt den auch gleich mal launchen, dann kommt dann wahrscheinlich noch gleich mein Alarm. Aber dann können wir das schauen. Das ist das perfekte Beispiel davon. Jetzt hier mein Alarm, sei still. Wenn jetzt hier Chrome, ich habe hier, wenn ich schaue, ein einziges Chrome-Fenster offen, das ist das hier drüben. Und das ist, ja klar, ich habe hier ein paar Plugins, aber wenn du jetzt mal hier schaust im Task Manager, wir sind hier beim Nichtsmachen, die CPU springt bis auf 3% hoch, jetzt war noch eine zweite Echse da, hier sind schon 16 Dinge offen, es frisst fast 1 GB an RAM, also massiv mehr. Und genau das ist nämlich der Punkt, so wie die ganzen anderen Apps gebaut sind auf Electron, sagt man dem, wo das halt nicht zu umgehen ist. Und ich verstehe es nicht, weshalb dass ich so eine App bauen sollte auf diese Art und Weise, dass die einfach die Ressourcen vom PC quasi ohne Ende frisst. Es macht für mich keinen Sinn, weil ich will das nicht. Ich will, dass diese Apps, auch allgemein die Apps, die ich machen werde, sind möglichst lean. Dass die möglichst keinen Bloat haben und einfach spezifisch genau auf diese Sache optimiert sind und genau das haben, was sie brauchen. Ein paar zusätzliche Funktionen noch, was natürlich nicht jeder User benutzen wird, aber nicht mehr. Nicht, dass die auf einer Basis starten, die schon von Bloat basiert ist, sondern dass die halt möglichst lean sind, weil wir können jetzt auch noch anschauen, wie groß das die aktuell ist, wo schon ein lokales Modell auch drin ist. Jetzt hier dem ganzen Kurs mal zurückfolgen, damit ich dorthin komme. Und zwar haben wir 16.000 Kilobytes. Was umgerechnet, lass mich da nicht lügen, das ist ja noch da irgendwie ein bisschen komisch. 2 Gigabytes ist eigentlich am greifbaren für die Menschen. Ja, das ist 0,016 Gigabyte groß. Ist die ganze Anwendung aktuell mit diesen Funktionen schon drin, mit einem lokalen Modell, was installiert ist, mit API-Key, mit den sämtlichen Dingen. Es wird noch ein bisschen größer, aber die Datei alleine ist quasi nichts. Der Arbeitsspeicher und die CPU, die benutzt wird, ist quasi nichts. Die GPU wird gar nicht benutzt von dem Ganzen. Und genau das liebe ich, dass es einfach ein System wird, oder eine App,
die sich wie ins System integriert, dass das noch besser läuft als viele Windows-Anwendungen, was auch ein bisschen ein Witz ist, aber so soll es doch einfach sein. Das ist das, was für mich Sinn ergibt, wie eine App heutzutage sein soll, dass sie sich in das System integriert und einfach etwas ist, was man gar nicht spürt, was man einfach nutzt und es einfach funktioniert. Und genau deshalb so Lean, soll es kaum Ressourcen vom PC ziehen, damit auch wenn du nicht einen starken Laptop hast, einen uralten, dass dort immer noch funktioniert. Dann auch, dass es einfach funktioniert mit, wo du den Text willst, dort erscheint der Text, egal was passiert, damit das zuverlässig funktioniert, damit du dort noch die ganze Zeit frustriert bist, Zeit verlierst und so weiter, weil das sind meine Painpoints, die ich auch gehabt habe, die ich für mich gelöst habe und jetzt halt nochmals löse durch die bessere App, die ich jetzt nochmals am Bauen bin, damit ich dann auch selbst zu der wechseln kann, weil in erster Hinsicht baue ich diese App auch für mich. Oder ich habe schon eine, aber ich will sie jetzt halt einfach schon nochmals besser machen mit der neuen Designnorm und so weiter, damit es dort schon drin ist. Und ja, das ist jetzt der Stand nach einem Tag, wo wir hier sind. Die grobe Struktur steht, es ist jetzt der Feinschliff und schauen, dass alles funktioniert, Bugs zu fixen, Darstellung zu machen, logisch aufzubauen, das zu verknüpfen, ja, damit das halt einfach schön funktioniert. Aber das Grundprinzip dahinter solltest du schon mal gesehen haben. Und dann will ich jetzt hier, wenn es dich nicht mehr interessiert über die App, kannst du hier aufhören, will ich nämlich jetzt hier noch etwas anderes auf meinen Tag drauf eingehen, weil was ich auch noch geschafft habe, ist halt einfach, ja, mit Social Media dort. Eigentlich hätte das Video so vor 7 Stunden kommen sollen, das Video, was ich gestern aufgenommen habe, Tag 1. Aber das kommt jetzt erst morgen, weil ich es geschafft habe, so viel Zeit dort drin zu verbringen, um noch die Prozesse zu optimieren, anstatt wirklich den Prozess, den ich habe, der quasi automatisiert war, zu nehmen und das Video zu posten und dann hätte das easy heute um 18 Uhr online kommen können, wenn ich nicht noch Thumbnails überarbeiten, englische Audio erstellen, die Reels zu überarbeiten, die Captions zu überarbeiten und noch reinzuscheißen mit den Captions, weil ich in einer anderen Auflösung aufgenommen habe, weil es jetzt 2,7K auf einmal ist und nicht mehr Full HD. Und dann die Thumbnails für die Reels noch zu überarbeiten und all diese Dinge, die was so viel Zeit nochmals gefressen haben, wo ja so ein bisschen dort noch draufgegangen ist und dann auch ein 3D-Drucker hat noch Zeit gefressen. Und dann habe ich noch mein Memory-System von meinen beiden AIs, Kiro und Miro. Miro ist die Claude.ai-Instanz und Kiro ist die Claude Code-Instanz. Dort habe ich auch nochmals überarbeitet, wo auch noch Zeit reingeflossen ist, wo ja, ich mich schlussendlich ziemlich viel geschafft habe, aber trotzdem auch wieder die ganze Zeit Wege gefunden habe, für hier die App bisschen weg, da bisschen weg, da bisschen weg. Und daher die auch nur so einen halben Fokus gekriegt hat, aber auch einfach viel machen konnte, aber das auch genau der Grund ist, weshalb das da die Einstellungen zum Teil dort sind und ja, ich eigentlich das Gefühl hatte, ich habe es sauber durchdacht, von den Funktionen ja, aber von der Darstellung und von der Benutzung her habe ich es definitiv noch zu wenig durchdacht gehabt und zu wenig gut geplant und das darf ich dann jetzt morgen nochmals überarbeiten. Das heißt, ja, das ist dann morgen, also heute, besser gesagt, nach dem Schlafen, ja, die Settings zu überarbeiten, die Darstellung sauber zu machen und zu schauen, dass es auch lokal noch ein bisschen Backup gibt. Weil das habe ich jetzt heute gerade herausgefunden, dass das noch praktisch ist. Also jetzt nicht, um dir den Speicherplatz zu füllen, sondern einfach nur deine Einstellungen, die lokal ja bleiben, die nicht irgendwie dein Gerät verlassen, wenn du das nicht willst. Dass halt die auch ein Backup von sich selbst nochmals machen, wenn die irgendwie zerschossen werden, damit man die auch wiederherstellen kann, um einfach Sicherheitsmechanismen sozusagen noch einzubauen. Und dann kann ich aber eigentlich parallel dann auch schon hinter die Webseite gehen, morgen. Dass, wenn ich einerseits die App am Überarbeiten bin, dass dann auch die Webseite geplant werden kann, um die aufgesetzt zu werden, um das Ganze vorweg zu pushen, weil ich muss dann ein bisschen immer warten, bis ich das Ganze wieder reviewen und testen kann und anschauen. Also ja, packe ich das gleich noch drauf, für die Webseite anzufangen, wo das Ziel natürlich wäre, dass ich morgen Abend eine schönere, poliertere Version von Wisetype zeigen könnte und vielleicht schon so die erste Webseite. Sollte
Möglich sein, aber ich setze mich hier auch extra ein bisschen unter Druck und ich war auch so, ja, um 23 Uhr war ich auch so richtig genervt schon so, es hat einfach nicht funktioniert. Besonders diese Frustration von, ja, ich mache diese englische Audio und dann ist die einfach fast halb so lang. Und dann so, fuck, und dann, warum? Ah ja, es wurde runtergebrochen, das Transkript. Gut, machen wir das Transkript ausführlicher mit diesen Füllerwörter in Anführungszeichen oder mit diesen etwas Ausholungen, die ich im Deutschen halt mache. Und dann schlussendlich so, ah ja, es fehlen jetzt immer noch 4 Minuten. Ah komm, machen wir die Audio auf 80%. Ist immer noch scheiße. Ja, machen wir noch Pausen hinein und dann, reicht immer noch nicht und dann einfach war so klar, ja, okay, ich kann's sein lassen. Es hat keinen Sinn, weil es nicht meinem Qualitätsstandard entspricht und aktuell noch nicht sauber hingekriegt werden kann und deshalb, ja, einfach saubere englische Untertitelfiles zur Verfügung gestellt werden können und das so ziemlich das Einzige ist, was sich aktuell lohnt und von daher mache ich das einfach und schaue dann mal, wie das in der Zukunft sonst zurückkommt und das war auch etwas, das hat mich frustriert und auch so genervt und ich habe richtig gespürt, wie ich daran festhalten will und dann so war so, ja, das hat keinen Sinn. So, sonst bin ich hier um 3 Uhr noch wach und versuche das irgendwie krampfhaft hinzukriegen, obwohl, ja, ich eigentlich schon mal gerne auch ins Bett möchte, besonders also hier noch das Video aufnehmen und dann ins Bett zu gehen und so, ja. Von daher wurde das jetzt wieder eliminiert. Ich lösche das noch gleich sauber wiederum ab, damit das auch keine Spuren mehr hinterlässt, beziehungsweise einfach dokumentiert ist, dass ich das wieder aufgreifen könnte, aber nicht, dass das jetzt meinen Upload-Flow killt, weil das sollte jetzt morgen auch wiederum schneller gehen, dass der Content-Teil nicht, jetzt wird der wahrscheinlich irgendwie, war ich 6 Stunden oder so an dem, dass es nicht mehr so lange geht, sondern dass das wieder eine Sache ist, wo das ein paar Kontrollpunkte hat und der Rest läuft quasi durch, dass das nebenbei läuft, dass das vielleicht nicht 5 bis 10 Minuten Arbeit kostet, wie eigentlich mein System ist, für das Video zu importieren und die Audio zu verbessern und das Bild, das Color Grading zu machen und danach Titel und Thumbnail und Beschreibung und Chapters und Hashtags zu erstellen und dann das ganze Video zu planen, plus dann auch noch die Reels daraus zu extrahieren, die Captions zu machen, die Thumbnails dafür zu machen und die dann zu posten. Das ist quasi ein System, das habe ich komplett automatisiert, aber hatte Lust oder mein System war so, ja, wir machen jetzt das hier nochmals anders, weil wir haben ja die Zeit, ne, die App da nebenbei zu machen. Nee, wir gehen jetzt hier voll hinein und von daher hoffe ich jetzt mal, dass das morgen nicht mehr so zeitintensiv ist, sondern da dieser Workflow sauber ist und dann das Ganze einfach durchflowt wiederum und das mehr oder weniger im Hintergrund geht für meine ganze Social Media Production, weil ansonsten, ja, sonst wird morgen dort noch einmal Zeit da drauf gehen, weil ich ja weitermachen will, um das zu posten und das wieder vorzubereiten und zu planen. Und das braucht ein bisschen Zeit, aber das soll quasi automatisiert sein. Und wenn das morgen dann immer noch zu viel Zeit frisst, ja, dann wird dort morgen noch einmal mehr Zeit hineinfließen, auch aus diesem Grund, damit es dann übermorgen weniger lang geht. Damit ich dort jeden Tag, also ja, dass ich ein System aufsetze, was dann mehr optimiert, wo jetzt dann einmal oder zweimal oder so noch mehr Zeit frisst, aber dafür dann langfristig immer wie weniger und wie weniger Zeit frisst und das quasi dann automatisch eigentlich durchläuft mit noch ein paar Punkten für eben, ja, Titel so darüber zu schauen, damit es in die richtige Richtung geht und auch meine Frequenz widerspiegelt, wie ich das will, wie das zu mir passt. Und sonst ein paar Keypunkte, aber ja, das wäre so da dazu. Das ist der Stand, wo ich jetzt bin. Und dann sehen wir uns morgen wiederum. Mal schauen, ob ich es ein bisschen schaffe, vor 1 Uhr schon das Video aufzunehmen oder ob es schon wieder ein bisschen spät in der Nacht wird, bis ich endlich anfange, das Video aufzunehmen. Aber ist auch, ja, es gefällt mir auch. Es gefällt mir auch dran zu sein, weil ich war jetzt mehr oder weniger dann vom Nachmittag von 1:30 bis jetzt um 1 Uhr war ich die ganze Zeit dran und dies machen und das machen und hier ausprobieren und dazulernen und das überprüfen und ja, und dieses Hustlen in Anführungszeichen, weil für mich ist es nicht ein Hustlen, für mich ist es einfach ein, ja, es zieht mich richtig in diese Richtung und es gibt mir Energie und es erfüllt mich und von daher macht es mir auch Spaß und mache ich solche Dinge auch gerne und ich spüre auch richtig, dass jeweils um diese Uhrzeit hier, so um
10, 11, 12 Uhr, also in der Nacht dann, jeweils so eine anderer Teil von mir nochmals hervorkommt und ich nochmals anders werde, also einen gewissenhaft freier und ja, dann nochmals mehr das zu machen und das Ganze sehe, anstatt wo durch den Tag, wo ich immer so ein bisschen eingeschränkt bin, noch andere Menschen wach und so und nicht einfach richtig meine Ruhe habe und dadurch in diesen Flow hineinfallen kann.